Wow, ist das eine Farbe! Jetzt, wo im Garten so langsam alles wieder trüber wird, haben manche Gehölze ihren ganz großen Auftritt. Sei es wegen ihrer tollen Farbe, wie dieser Korkflügelstrauch hier, Euonymus alatus, oder sei es wegen ihres tollen Fruchtbehangs. Welche Pflanzen für deinen Garten in Frage kommen, das zeige ich dir jetzt. Warum gibt es überhaupt so etwas wie Herbstfärbung? In Amerika ist ja sogar eine ganze Jahreszeit danach benannt, der sogenannte Indian Summer. Es ist eigentlich relativ einfach. Wenn die Tage kürzer werden und es wird kälter, dann werfen viele unserer heimischen Laubbäume ihre Blätter ab. Weil aber in diesen Blättern noch viele wertvolle Nährstoffe sind, werden sie vorher in den Stamm und in die Wurzel eingelagert. Viel Stickstoff, also wertvolles Nährelement, ist im Chlorophyll, dem grünen Farbstoff. Wenn also der grüne Farbstoff abgebaut wird, bleiben die anderen Farbstoffe übrig. Und das sind die Anthocyane in Rot oder zum Beispiel die Carotinoide in Orange. Deswegen sind die Blätter rot oder orange. Und es gibt nicht nur bunte Blätter, sondern auch bunte Früchte. Zum Beispiel hier das Johanniskraut, die Torfmyrte, der Knallerbsenstrauch oder aber der Zierapfel mit seinen wertvollen Früchten, die mögen die Vögel im Winter nämlich ganz gerne. Wir haben Hagebutten oder wir haben die Früchte des Ilex. Helles Gelb, leuchtendes Orange, tiefes Rot. Das sind die Herbstfarben des japanischen Ahorns. Der Klassiker für den Indian Summer im heimischen Garten. Zum Beispiel der Goldahorn, Acer chirovasanum Jordan, Acer palmatum arthropurpureum, der einen etwas aufrechteren Wuchs hat und etwas größere Blätter. Dunkellaubiger Schlitzahorn, wie zum Beispiel hier die Sorte Firecracker. Und da haben wir nochmal ein schönes Exemplar von dem Acer palmatum Orange Fire. Laubabwerfende Azaleen, wie zum Beispiel Azalea mollis oder Azalea knappelybri. Die traumhaft schöne Zaubernuss Hamamelis und der Blumenhachtriegel Cornus florida. Die letzten drei haben auch noch eine besondere Eigenschaft. Sie blühen sehr früh im Frühjahr, im zeitigen Frühjahr, und haben zu diesem Zeitpunkt noch keine Blätter. Das macht sie wahnsinnig attraktiv im Garten. Und auch wenn du nur einen Balkon hast, du musst nicht auf einen leuchtenden Herbst verzichten. Denn es gibt zum Beispiel hier Nardina domestica, der heilige Bambus, der mit ganz tollen Farben den Herbst einläutet. Und wenn euch meine Indian Summer Tipps gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert einfach meinen Kanal.